Besucher von fremden Planeten. Sie sind hier. Aus aktuellem Anlass dieses heutige Thema. Doch zuallererst ein herzliches Willkommen auf meinem Amira Solis Kanal. Schön, dass du dabei bist. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, bitte tu das und wenn es dir gefallen hat, gib mir ein Like. So, ihr Lieben, bevor wir aber in dieses spannende Thema eintauchen, möchte ich euch die gute Nachricht überbringen, dass alle skandinavischen Länder jetzt abgedeckt sind mit den Segenskugeln, dass da wirklich jetzt auch der hohe Norden sicher ist. Wir waren diese Woche oder vorige Woche in Finnland, sind erst gestern in der Früh nach Hause gekommen und es war sehr eine schöne Zeit. Wenn Engel reisen, wie man so sagt. Ganze Zeit Sonnenschein und wenn ihr die Gelegenheit habt, einmal nach Helsinki zu fahren, tut das. Eine sehr schöne Stadt mit sehr viel Grün, Parkanlagen, immer wieder Wasser. Also wirklich auch entspannend, wenig Verkehr. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Die Kugel steht in einem wunderschönen Garten, 20 oder 30 Kilometer außerhalb von der Hauptstadt Helsinki und hat da wirklich einen wunderbaren Platz bei sehr, sehr lieben Menschen, die auch spirituell sind, sich sehr über die Kugel freuen und gut Acht geben werden darauf. So, danke auch, dass ihr es ermöglicht, denn es kostet eine Menge Geld, dorthin zu fliegen, auch wenn man Ryanair fliegt. Und das Projekt zu finanzieren. Wie gesagt, dank eurer Spenden ist das möglich und es sind wieder 4 Spenden eingegangen von Wolfgang Noch, Fabio Kuhn, Elisabeth Nohm und Melanie Heide. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Für alle, die es interessiert, es gibt noch Plätze 26. 27. Oktober in St. Pölten das Seminar Auflösende Ahnenbelastung und Heilung des eigenen Lebens. Wem das interessiert und wer sagt, ja, ich fühle mich auch belastet durch meine Familie, durch meine Vorfahren, dann ist jetzt die Gelegenheit, da noch mitzumachen. Es ist auf jeden Fall noch Platz. Bitte gleich anmelden. Nun tauchen wir aber in dieses spannende Thema ein. Warum rede ich da heute darüber? Ich habe mehrere Mails bekommen von euch, ich habe am Nachthimmel eine große Flugscheibe gesehen mit Lichtern, ich habe einen Kometen gesehen, ich habe seltsame Dinge erlebt, also verschiedene Nachrichten von euch und gehäuft, muss ich sagen. Mich haben ja solche Nachrichten immer wieder erreicht, so, ich weiß nicht, alle paar Monate einmal, aber das ist jetzt innerhalb kürzester Zeit passiert, wo mehrere mir geschrieben haben. Amira hat ja gesagt, dass im Herbst, wir treten ja fast ein in den Herbst, diese Sichtungen gehäuft sein werden und sich die Sternengeschwister vermehrt zeigen werden. Wie wir wissen, sind sie ja schon lange hier, unterstützen uns, aber sie haben versucht, sage ich mal, unauffällig zu sein. Scheinbar treten sie jetzt immer mehr in Erscheinung. Wollen wir mal Amira fragen, wie ist der Stand generell und womit müssen wir rechnen in den nächsten Wochen und Monaten? Was kommt da so auf uns zu und was haben die Sternengeschwister für einen Anteil bei bei dieser ganzen Sache? Also rund um dieses Thema werde ich jetzt Amira fragen. Ich begrüße euch. Heute wird nicht Amira zu euch sprechen. Wir haben uns abgeredet und wir haben wichtige Botschaften für euch Menschen.
Mein Name ist Helios. Lydia hat schon gefragt: „Sonne?“ Ja, so ungefähr. Mein Name kommt daher und ich bin Commander einer Sternenflotte. Danke dir, dass du mit uns sprichst und ja, wir sind sehr gespannt, was du uns zu sagen hast. Ja, bitte sprich mit uns. Ich mache gerade eine Anpassung an die Energie von Helios. Das ist für mich ja eine neue Energie. Amira ist mir ja so vertraut und da muss ich erst ein bisschen, ja, Vertrauen bekommen. Helios fühlt sich sehr kraftvoll an und sehr, ja, fast dominant, möchte ich sagen. Und da, wie gesagt, muss ich mich erst drauf einlassen, fühlt sich aber liebevoll an. Also ich denke, oh, okay. Amira ist jetzt auch gekommen. Sie lacht. Sie sagt: „Ja, ist gut, dass du vorsichtig bist, aber in diesem Falle ist es wirklich so, dass ein Sternen von einer Sternenflotte ein Commander ist, der mit uns sprechen möchte, aber sie bleibt gerne hier.“ Und sie hat mir noch etwas Spannendes gesagt: solange du diese Segensprodukte in deinem Umfeld hast, also einen Anhänger hast oder einen Kristall, der programmiert ist. Ich habe ja meinen Kristall in der Hand. Habe ich heute so den Impuls bekommen: „Nimm ihn in die Hand beim Channeling.“ Habe ich dann getan. Kann gar keine Wesenheit herein, die da nicht in Verbindung mit den helfenden Sternengeschwistern ist. Also, wir sind sozusagen bei diesem Channeling safe. Okay, gut, dann entspanne ich mich und dann bitte ich dich, Helios, deine Botschaft zu überbringen. Kannst du die Bilder sehen? Mhm. Dann bitte ich dich, sie zu beschreiben. Also, ich sehe jetzt so wie wenn ich oben im Weltall schweben würde. Ich sehe die Erde, wie man es so kennt, so von diesen, Satellitenfotos und, ähm, außen im in also über der Erde sehe ich verschiedene Flotten von Raumschiffen. Da ist immer ein großes Schiff, ich glaube, das nennt man Mutterschiff und darüber oder rundherum oder in einer Formation, ist nicht immer rundherum, stehen dann in gewissen Abständen so kleinere Raumschiffe. Und ich sehe da 1 also in meinem Blickfeld sind jetzt 5 so Raumschiffflotten. Es sind aber noch viel mehr und wir helfen alle zusammen. Wir sind jetzt, sozusagen in Warteposition, denn es steht der Erde noch eine Herausforderung ins Haus und da werden wir aber jetzt wirklich, helfend hier sein und eingreifen, denn wie schon gesagt, das hat Amira euch ja schon gesagt, wird es nicht mehr geduldet, dass euer Planet, unbewohnbar wird, dass er zerstört wird oder auch große Landteile vollständig zerstört werden durch durch Menschen und durch kriegerische Aktionen, aber auch nicht durch Katastrophen, die von Menschen, hervorgerufen werden. Eure Projekte,
die da laufen mit Wettermanipulation, sind ja sehr fortgeschritten und zum Teil werden da wirklich Frequenzen gesendet, die da Erdbeben auslösen, in Folge auch Mutter Erde in ihrem Impuls stören. Die Erde ist ja ein lebendiges Wesen und wenn da Frequenzen kommen, dann kommt es zu Disharmonien im Ein- und Ausatmen der Erde, im Herzschlag der Erde und das führt dann auch zu äh, Vulkanausbrüchen, aber auch zu Erdbeben, zu Sturmfluten und anderen Katastrophen. Und wir stabilisieren diese Frequenzen, wenn sie ausgesendet werden, fangen wir das ab. Wir haben auch Basen im Inneren der Erde. Auch hier sind Flotten stationiert, die diese ganzen Frequenzen ausgleichen. Das ist einmal der eine Part, was unsere Aufgabe im Moment ist. Und okay. Ich, Lydia, habe gerade die Frage gestellt, ja, aber wieso machen die das? Die leben ja auch auf der Erde. Warum wollen die da was zerstören? Das hat den gleichen Grund, warum auch versucht wird, ein Weltkrieg, ein dritter Weltkrieg, auch auf materieller Ebene anzuzetteln, nicht nur auf Zerstörung der Kultur, der Gesellschaft, der Freiheit, auch das ist Krieg. Aber ich rede jetzt wirklich von Krieg, wo Menschen dann getötet werden, wo Menschen im Kampf getötet werden durch Waffentechnologie, sei es nun Biowaffen oder Atomwaffen. Und warum das so ist, das möchte ich euch jetzt gerne erklären. Amira hat euch ja schon in vorangegangenen Botschaften erzählt, dass dass, diese Menschen, die zum Teil Hybriden sind und manche gar keine Menschen mehr, nur Menschengestalt haben, die zum Teil Seelen übernommen haben oder sich in Menschenkörpern inkarniert haben, dass diese Wesenheiten die totale Unterdrückung der Menschheit anstreben, aber auch diesen Planeten übernehmen wollen, um ihn für sich selbst zu beanspruchen. Also sie brauchen sozusagen willenlose Sklaven, um den Komfort aufrechtzuerhalten, aber auch Platz für ihre eigenen Spezies. Und da hat euch auch Amira schon gesagt, dass das nicht mehr akzeptiert wird und dass diese dunklen Wesenheiten großteils schon verbannt worden sind. Verschiedene Rassen mussten die Erde schon verlassen, die sind auch schon abgezogen. Und jetzt gibt es da aber noch so eine Gruppe, die da mit allen Mitteln versuchen, nochmals die Oberhand zu gewinnen. Sie haben auch Kontakt aufgenommen. Sie haben auch versucht, die bereits vertriebenen exterrassischen Rassen nochmals zu aktivieren, zu motivieren, die Erde anzugreifen. Auch hierfür sind wir zuständig, dass wir eure Erde schützen von den Angriffen von außen. Ich blende dir wieder Bilder ein.
Wie weit sind diese, Kämpfe, die ich da sehe, also diese Krieg der Sterne nenne ich das jetzt mal, wie weit, sind diese Kämpfe entfernt von der Erde ungefähr? Sie sind natürlich noch in eurem Sonnensystem, aber ungefähr 300 ab 300.000 Kilometer. Das ist das Nächste, wo sie zu euch rankommen. Das sind die, was die letzten Barrieren, durchbrochen haben. Also, das wäre Entfernung eures Mondes. Da haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Da hat es ja Basen gegeben von diesen Wesenheiten. Die haben da auch versucht, am Mond da einiges zurückzuerobern, die letzten Monate, sage ich einmal. Wir konnten das aber jetzt, auch dem Mond wieder sichern sozusagen. Und, der der Schutzfilter, den wir da installiert haben, der ist sicher, also ihr braucht da keine Angst haben. Es konnte alles abgefangen werden und auch die letzten euch nicht gut gesonnenen Wesenheiten, die nicht menschlich sind, werden jetzt, ich sage mal, bis Februar, März dann alle von der Erde, entfernt sein. Da müssen wir dann sehr behutsam vorgehen, da können wir nicht so mit, ähm hm, wie soll ich sagen, hineinkrachen, denn da würden auch Menschen dann sterben. Also, das wird sehr behutsam gemacht, und da sind wir da dran. Und viele von uns sind jetzt auf der Erde, daher gibt es jetzt auch diese Sichtungen. Wir zeigen uns auch ganz bewusst von den Menschen, dass die Menschen die Angst vor uns verlieren. Wenn ihr wirklich, Sichtungen habt und ein paar Mal fest durchatmen, in euer Herz hineinfühlen, denn wir schicken sofort Frequenzen der Liebe, der Sicherheit, der Freude. Ihr werdet innerhalb von Sekunden nach dem ersten Schrecken, den ihr vielleicht habt, sofort diese Energie spüren. Du weißt es ja von deinem Erlebnis, was du im Anfang des Jahres hattest. Du hast dann sofort diese gute Energie, diese Liebe, diese Freude gespürt und genauso jeder, mit dem wir Kontakt aufnehmen, kann das dann spüren und da könnt ihr euch dann sicher sein, dass das jemand von uns ist, von uns, damit meine ich alle Rassen, die sich zusammengeschlossen haben, um euren Planeten zu befreien, um euren Planeten von dieser dunklen Herrschaft, frei zu machen. Ja, Helios, dann danke, aber ich würde gerne wissen, du hast gesagt, es ist auch geplant, dass da ein dritter Weltkrieg angezettelt wird. Wir sehen ja das auch, hören das in den Nachrichten. Die EU mischt sich ja da immer jetzt mehr, bringt sich da immer mehr ein in diese Russland-Geschichte und es brodelt ja auch da im Nahen Osten, sehr, auch in Israel und den umliegenden Ländern, wird da massiv Kriegstreiberei, betrieben. Was erwartet uns da oder womit müssen wir rechnen? Du sagst, bis die alle weg sind, kann es Frühjahr sein. Was kommt da jetzt die nächsten Monate noch auf uns zu? Ja, bitte, sag das aus deiner Sicht. Die Bestrebungen gehen eindeutig in Richtung Krieg und unsere Bestrebungen gehen eindeutig in Richtung Frieden. Wir können wir können die Tendenz sehen, wir können da immer wieder hilfreich eingreifen, einschreiten, dass das nicht vollständig eskaliert.
Wir fangen da auch sehr viele Waffen ab und stehen wirklich in wichtigen Positionen. Ihr würdet das Erdein- und Ausstrahlungspunkte nennen oder Meridianpunkte der Erde. Da halten wir überall Position und wenn in dem Umkreis etwas passiert, verwenden wir dann sofort unsere Technologien, um das zu neutralisieren. Doch wie ihr wisst, ohne euch Menschen geht es nicht. Und dieses Projekt, das ihr da macht, Europa mal sicher zu machen, ist auch für uns eine große Hilfe, Unterstützung, denn durch diese Energien, die da jetzt dauerhaft schon da sind, ist es viel, viel leichter, da helfend einzugreifen. Und wir haben sehr, sehr viel zu tun in vielen Regionen, die auch noch nicht abgesichert sind durch euer Segensprojekt. Amira wird euch da jetzt immer am Laufenden halten, was die Schritte sind, was wir gemacht haben, was wir machen, wo Gefahr besteht, auf was ihr Acht geben müsst, wie ihr mithelfen könnt. Denn diese alles entscheidende Phase, in die ihr jetzt eingetreten sind, von dieser Zeit wird man auch in Tausenden von Jahren noch sprechen. Es ist wirklich der große Umbruch, die große Veränderung im Gange. Und ihr lebt in einer absolut außergewöhnlichen Zeit, wo nicht nur ein Bewusstseinswandel der Menschheit stattfindet und finden wird, sondern auch hm, Ereignisse ins Haus stehen, die in dieser Form wirklich außergewöhnlich sind und wo sich auch dann die ganzen Sternengeschwister zeigen werden, ihr mit ihnen Kontakt haben werdet und da wirklich sehr viel Außergewöhnliches passieren wird. Mehr darf ich euch im Moment noch nicht sagen, da wir die Mission ja nicht gefährden wollen. Wir haben ja da auch Pläne und so wie die Gegenseite Pläne hat, die sie geheim hält, müssen auch wir unsere Schritte geheim halten, auch geheim halten, was wir alles wissen, was da geplant ist. Aber im Großen und Ganzen, das, was ihr wissen müsst, habe ich euch gesagt und Amira wird euch dann auch immer updaten, wenn da irgendetwas ist, was ihr wissen müsst, äh, Projekte, wo wir eure Unterstützung brauchen, wird sie euch dann wissen lassen. Wir haben beschlossen, heute mit euch zu reden, weil es eben sehr, sehr wichtig ist, dass ihr da informiert seid und daher habe ich als oberster Commander heute mit euch gesprochen. Ist nicht Amira auch irgendwie so ganz eine wichtige Person, so wie du? Der Commander lacht. Ähm, Amira ist nicht mehr ein materielles Wesen. Wir haben fast alle von uns haben noch Körper und die euch jetzt was du jetzt gesehen hast mit den Sternenflotten,
Die sind alle noch materiell. Wir benutzen Technologien, um euch zu helfen in Verbindung mit den Naturgesetzen. Also so wie ihr eure Segenskugeln habt, die auf Naturgesetzen beruhen, die eigentlich fortgeschrittene Technologie von uns ist. Auf dieser Ebene basiert diese Hilfe, die ihr von uns bekommt. Und Amira ist reine Schwingungsenergie, aber noch individuell. Und sie, nach euren Hierarchien, würdet ihr sagen, sie ist noch eine Stufe weiter. Ihre Rasse, ihre Rasse kann sich zwar kurzfristig materialisieren, in einer Gestalt zeigen, wie sie möchte. Und man könnte sagen, diese Wesen, was Samira ist, sie ist ja direkt von der Zentralsonne, die sind so die Schutzherrinnen und Herren auch für uns, die jetzt dieses Projekt auch übergeordnet unterstützen. Ähm, Ich lasse das am besten Amira erklären. Ich glaube, die kann das besser. Ich ziehe mich zurück. Wir sind an eurer Seite. Danke, Helios. Es war sehr berührend oder besser gesagt beeindruckend, deine Energie zu spüren. Und danke, dass ihr uns helft. Bitte, liebe Amira, übernimm und erklär mir das jetzt. Es interessiert mich jetzt wirklich, das mit deinen Worten da jetzt eine Antwort zu bekommen. Die vertraute Energie von der Amira. Sehr schön. Danke, Amira. Es ist eine große Ehre, dass Helios mit euch gesprochen hat. Er ist wirklich der oberste Commander und er befehlt fast alle Raumflotten, die da die da für euch im Einsatz sind. Und er wurde vor Kurzem für dieses Projekt Erde beauftragt sozusagen. Wie er euch schon gesagt hat, er ist eine Wesenheit, die vorwiegend auch noch sichtbar ist, materiell ist, auch wenn er in einer viel höheren Frequenz schwingt als ein Erdenmensch zum Beispiel. Er hat eine andere Frequenz und mit einer höheren Frequenz meine ich einfach hm, Frequenzen, die auch ihr in euch trägt. Ihr habt ja eure Chakren und das Wurzelchakra zum Beispiel schwingt sehr tief und auch das Sexualchakra. Das geht dann hoch bis zu dem Herzchakra, was dann in den höheren Sphären schwingt. Das heißt, der Mensch ist eine Verbindung von Materie und Geist, was eine wunderbare Kombination ist und daher kann man das so einfach jetzt nicht sagen. Der Mensch ist fähig, in so hohen Sphären zu schwingen, dass er fähig ist, auch mit den höchsten Lichtwesen zu kommunizieren, hinauf bis zu den Elohim, hinauf bis, ja, man könnte sagen, bis in die göttlichen Ebenen hinein, wenn er reines Bewusstsein, reiner Geist ist. Der Mensch ist aber auch sehr erdig und schwingt zum Teil so tief, dass er gar nicht ahnt, dass er diese Sphären auch in sich trägt.
Und die Wesenheiten, die euch jetzt unterstützen, könnte man sagen, bei denen ist diese dunklen Frequenzen, diese materiellen Frequenzen in einer anderen Form. Sie sind nicht so, nennen wir es so, nicht so geerdet, da zum Teil die Planeten, wo sie her sind, auch auf einer anderen Frequenz schon schwingen, auf einer höheren Frequenz schwingen und diese Erdfrequenz, die ihr kennt, ich rede jetzt von, ähm, bleiben wir dabei, diese Frequenz, die euer Wurzelchakra aussendet, diese Frequenzen haben die nicht mehr. Auch die Materie von ihren Planeten schwingt höher, könnte man sagen, und ich nenne es eine Oktav höher. Sie sind aber noch materiell, sie haben noch Gegenstände, sie haben noch, wenn du auf Besuch kämst, würdest du noch feste Materie vorfinden. Auch die Erde, wie ihr wisst, transformiert sich jetzt, geht in eine höhere Frequenz und alles, was da nicht mitgeht, kann nicht bestehen, denn die tiefste Schwingung eines Lebewesen, was auf einem Planeten lebt, muss immer der Schwingung auch des Planeten selbst entsprechen. Das heißt, diese Wesen, die euch unterstützen von den verschiedensten Sternensystemen, könnten auf der Erde, wie sie jetzt gerade noch ist, das wird sich ja jetzt ändern, äh, nicht für lange Zeit überleben, da die Schwingung zu tief ist für ihren körperlichen Aufbau. Verstehst du das soweit? Ja, ich denke, das verstehe ich und da fällt mir ein, ich habe da ein Buch gelesen, weiß jetzt nicht mehr welches, aber da ist gestanden, dass diese Schöpfergötter, die zur Erde gekommen sind, die dem Menschen geholfen haben bei der Entwicklung, die da auch Technologien gebracht haben, die haben sich zum Teil, da schützen müssen vor dem Menschen, weil es da eben um diese Frequenzen gegangen ist und sie hier nicht wirklich überlebensfähig waren, wenn sie nicht ihre speziellen Schutzvorrichtungen gehabt hätten. Kann man sich das jetzt so in etwa vorstellen? Ist das das Gleiche, was du gerade erklärt hast? Ja, genau, genau so könnte man das sagen. Das trifft das ganz gut. Gut, und jetzt zu dir, liebe Amira, das wollen wir jetzt auch noch wissen. Er hat gesagt, du schwingst auch höher? Ja. Ähm, wir auf der Zentralsonne, also ihr könntet da unmöglich leben. Auch die anderen Wesen von den Plejaden, die Zentralsonne ist ja auf den Plejaden, aber ich bin wirklich von Alkyone, könnten auf Alkyone nicht leben. Und die meisten anderen Planeten, die besiedelt sind, könnten hier nicht leben, weil wir reiner Geist sind, der natürlich noch individuell wir sind noch individuelle Wesenheiten. Wir können auf Besuch kommen auf anderen Planeten. Wir können uns auch materialisieren. Wir verwenden dazu aber, hm,
aber Projektion unseres Geistes, das heißt, du hast mich ja auch schon wahrgenommen und gesehen. Äh, Diese Projektion, wie du mich gesehen hast, entspringt aber von deinem Bewusstsein. Du übersetzt meine Frequenz, was du spürst. Du hast ein eigenes Bild von, wie ein liebevolles, beschützendes Wesen auszusehen hat. Diese Bilder nehme ich auf, indem ich mich mit deinem Geist verbinde. Und das ist das dann, was du siehst von mir. Das heißt, ich zeige mich dann in einem Bild, was dein Bewusstsein übersetzt von der Frequenz, die du hereinbekommst von mir. Wie nimmst du dich selber wahr? Wie siehst du dich als reiner Geist, als reines Bewusstsein? Aber wenn ihr auf der Zentralsonne, das verstehe ich jetzt nicht, alle reines Bewusstsein seid, dann seid ihr untereinander gemischt und wie ist dann Individualität möglich, wenn du keinen Körper hast? Auch ihr, wenn ihr eine Bewusstseinserfahrung habt, fühlt ihr euch mit allem verbunden und seid alles, was ist. So fühlen auch wir uns mit allem verbunden, mit allem, was ist. Und in diesem Sinne haben wir dann keine Individualität, aber dieser göttliche Funke, der auch in euch ist noch nicht eingegangen in das alles, was ist. Darum habe ich gesagt, auch wir haben von der Quelle größten Respekt. Und dieser göttliche Funke, was sich herauskristallisiert hat von der Quelle, macht es uns möglich, uns noch als individuelle Wesen zu spüren und zu erfahren. Das heißt, auf den Plejaden selbst, da gibt es ja sehr viele, nicht nur diese 7, das Siebengestirn, was bekannt ist, es gibt ja da sehr viele Sterne, Planeten sozusagen. Das heißt, da werden viele besiedelt sein und viele haben Materie, so wie auf der Erde, schwingen vielleicht einfach, weil sie der Zentralsonne näher sind, höher, so wie wir es gerade, dieses höher, was wir da gerade besprochen haben. Und die haben dann noch einen, für uns sichtbar, einen Körper, könnte man das so sagen? Ja, viele von den Sternengeschwistern der Plejaden sind da jetzt auch in den Sternenflotten für euch unterwegs. Die Plejadier sind da ganz vorne dabei. Das ist eine der Rassen, die da sehr stark vertreten sind und die da an eurer Seite stehen. Entschuldigung, aber jetzt bin ich so neugierig. Das heißt, diese höher schwingenden Sternengeschwister, können sich die dematerialisieren und materialisieren? Weil die tauchen ja manchmal, zum Beispiel die, was in meinem Schlafzimmer waren, die sind ja einfach aufgetaucht. Die müssen ja dann durch die Wände gegangen sein, weil die Fenster waren ja nicht offen. Also, die können sich aber dann so feinstofflich machen, dass sie dann auch durch die Materie durchdringen, oder wie? Je nachdem, woher sie kommen, von welchem Stern sie kommen, von welchem Planeten sie kommen, je nachdem, auch die Technologien der Raumschiffe sind unterschiedlich. Da gibt es auch von bis. Und die höher schwingenden brauchen zum Beispiel auch keine Stargates mehr. Sie können sich einfach dematerialisieren und sich beliebig hin bewegen, wo sie wollen. Die brauchen dann auch diese Tore nicht. Die meisten
von denen, die euch jetzt helfen, euch unterstützen, verwenden aber diese Stargates und sind schon materiell, haben aber Technologien, die sie verwenden, um sich zu dematerialisieren und sich dann an einen anderen Ort zu beamen, wie ihr das nennt. Das heißt, unsere Sternengeschwister verwenden Technologien dazu, aber höher entwickelnde Spezies, nennen wir das einmal so, äh, können das mit reinem Geist machen und die würden auch keine Raumschiffe sozusagen, brauchen. Ja, so könnte man das, sagen. Sie erschaffen sich aber Raumschiffe, damit sie in diesem Projekt mit den anderen gemeinsam arbeiten können, denn es ist dann für alle leichter, zu koordinieren und zu kommunizieren, wenn alle auf einem ähnlichen Level sozusagen sind. Die transformieren sich runter und erschaffen sich materielle, Raumschiffe. Wow, okay. Also, wir haben da die unterschiedlichsten Frequenzen und um uns zu helfen, wenn ich das richtig verstanden habe, die höher schwingenden transformieren sich um einen Level runter sozusagen oder beziehungsweise auf einen Level, dass sie gesehen werden können und dass sie dann gemeinsam arbeiten können. Ja, es gibt eine Bandbreite von bis, wir nennen das jetzt eine Oktav. Innerhalb dieser Frequenz, kann man dann gut gemeinsam operieren, gemeinsame Projekte, machen. In dieser Schwingungsfrequenz, arbeiten die dann für euch. Ich kann mich auch runter transformieren auf den höchsten Ton dieser Tonleiter sozusagen und, bin dann auch für die anderen sichtbar, wenn ich das möchte. Okay. Und der Commander Helios, Sonne nehme ich mal an, vielleicht kommt er aus der Sonne, hat er mir aber nicht gesagt. Der ist dann wahrscheinlich auch, weil sonst wäre er ja nicht Commander, einer von denen, die ganz oben auf der Oktav schwingen, könnte man das so sagen? Ja, und er arbeitet, auch ganz eng mit uns, zusammen, auch mit, hohen, Lichtwesen, denn das, was ihr als Außerirdische bezeichnet, wollen wir jetzt nennen, das sind einfach Besucher aus anderen Sonnensystemen, aus anderen Galaxien, manchmal sogar aus anderen Universen. Und dann gibt es aber auch noch, Wesen, die ihr als Engelwesen, bezeichnen würdet, die Engelhierarchie. Und auch die sind in dieses Projekt, involviert. So habt ihr Engel und Außerirdische an eurer Seite. Sternengeschwister, gefällt mir aber als besserer Ausdruck. Ja, mir auch. Das ist so familiär. Finde ich auch schöner. Gut, wow, du und Helios, ihr habt uns heute, glaube ich, sehr interessante Informationen gebracht und ich danke dir dafür. Und ja, auf Wiedersehen. Und wenn wir unseren Teil dazu beitragen sollen, lass es uns wissen. Halt uns immer bitte am Laufenden. Das werde ich. Seid gesegnet. Danke, liebe Amira. Ja, also da war für mich auch heute einiges neu, aber es macht Sinn, so mit den Frequenzen und diese leichten Unterschiede.
Okay? Hinterlasst mir Kommentare und wenn ihr dann noch Fragen dazu habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich werde dann die interessantesten Fragen zusammenfassen und wir werden dann Amira da darüber fragen, was ich jetzt vielleicht übersehen habe. Ich denke, das ist ein spannendes Thema, wo wir noch viel erfahren können darüber. Und wenn ihr Sichtungen habt oder Erlebnisse habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail, vielleicht das dann nicht auf die Kommentare, schreibt mir ein E-Mail. Da können wir dann vielleicht auch ein bisschen diese Erlebnisse sammeln und dann auch schauen, wie geht's weiter und ja, was was Spannendes passiert da so alles? Für heute alles Liebe, auf Wiedersehen und sei glücklich!